Das Auto selber ist kein Schmuckstück, es ist einfach ein Daily Driver, der also auch benutzt wird. Bei 410.000 habe ich den Motor ausgebaut. Ich habe mir den BMW 2000 Touring gekauft, 1985 in Stuttgart, weil mir das Modell einfach gut gefällt. Und ich hatte zu der damaligen Zeit mir einen großen Hund angeschafft und habe festgestellt, das ist doch eigentlich ein tolles Auto, wo der Hund auch bequem sitzen kann. Und außerdem kann man viel einladen. Als Student damals hat man immer wieder ab und zu mal umziehen müssen von einer WG zur nächsten. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein praktisches Auto. Und es passt eine Geschirrspülmaschine rein, es passt eine Waschmaschine hinten in den Kofferraum rein. Und man kann selbst in dem Auto nächtigen. Und so habe ich es dann gemacht und habe diesen Wagen 1985 für 500 Mark in Stuttgart von einer Gräfin abgekauft. Und bin dann eine Woche später mit meiner Freundin nach Italien gefahren. Wir sind angekommen in Italien und auch wieder zurück. Es gab allerdings unterwegs schon die erste kleine Problematik. Beim Fahren auf einer Gebirgsstraße hat man komische Geräusche gehört und habe ich gedacht, oh je, hast du vielleicht doch nicht gut gekauft. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich eine Zündkerze locker war. Und ich habe die Zündkerze dann eingeschraubt und dann war die Urlaubsfahrt, stand der weiteren Urlaubsfahrt nichts mehr im Wege. Und das Auto habe ich bis heute, fahre es immer noch genauso gerne wie damals. Also der Wagen war Scheckheft gepflegt, wo ich den von der Gräfin gekauft habe. Da waren 87.000 Kilometer, war der letzte Stempel drin im Wartungsheft und der Wagen hatte beim Kauf 91.000 Kilometer original. Mittlerweile wird der Wagen ungefähr kurz vor die 500.000 Kilometer drauf haben. Jetzt wird natürlich jeder fragen, ja, unter wie viel der Motor ist es? Und ich muss sagen, es ist der zweite Motor. Der erste Motor hat ungefähr 410.000 Kilometer drauf gehabt, mit leicht erhöhtem Ölverbrauch, sagen wir mal halben bis ein Dreiviertel Liter mit etwas Bläuen. Das ist übrigens ein sehr guter Indikator für hohe Laufleistungen, das Bläuen auf der Autobahn. Wenn man einen BMW kauft von dem Motorenserie, sollte man den mal beschleunigen auf vielleicht 120 und dann den Fuß vom Gas nehmen und gleichzeitig in den Rückspiegel schauen. Es darf natürlich keiner hinter einem sein und man darf keinen Unfall bauen. Wenn der Motor dann hinten der Auspuff bläut, dann wird der Motor sicher noch 200.000 Kilometer halten ohne Probleme, aber der Ölverbrauch ist dann angestiegen und wird wahrscheinlich dann bei einem Liter liegen, bei scharfer Fahrweise. Den ersten Motor in diesem Wagen hatte ich bei 350.000 zerlegt. Da habe ich also Zylinderkopf runtergebaut. Es waren selbst noch Hohnspuren zu sehen, aber ich habe den Motor dann wieder zusammengebaut und weitergefahren und bei 410.000 habe ich ihn getauscht gegen einen Motor mit 60.000 Kilometern. Und das Schöne ist, der Ölverbrauch ist bei diesem jetzigen Motor sehr gering. Also ab 150.000, 200.000 steigt der Ölverbrauch bei den BMW-Motoren an. Alle erzählen, ja, macht natürlich Ventilschaftdichtungen und dann seid ihr praktisch den Ölverbrauch los. Ist nur halb richtig. Tatsache ist, dass BMW damals weiche Kolbenringe verwendet hat bei diesen Motorserien. Übrigens auch beim 7er BMW, beim 5er BMW, beim 3er BMW. Das sind alles ähnliche Motoren. Man muss die Kolbenringe tauschen, kosten ungefähr 40 € pro Kolben und ein bisschen Arbeit. Und dann ist man den Ölverbrauch los. Was man unbedingt machen muss, ist den Kühler tauschen gegen den Hochleistungskühler. Hat den Vorteil, dass man im Hochsommer dann auch die Berge hochkommt, ohne dass die Temperatur auch annähernd nur den mittleren Bereich erreicht. Hat lange gedauert, bis man die Tests rausgefunden hat mit Thermostaten, mit niederen Schaltzeiten und so weiter. Hat alles nichts genützt. Man muss einfach tatsächlich den Kühler tauschen. Der BMW ist bisher eigentlich immer treu und brav gewesen, wie man so schön sagt, bis auf ein einziges Mal. Da waren wir in Italien und da ist die Kupplung zu Bruch gegangen und mitten in einem Bergdorf in der Nähe von Siena, wo man eigentlich denkt, man ist wirklich verloren, weit und breit keine Reparaturmöglichkeit. Wir sind dann erstmal in das Café gegangen, es gab dort ein Winzcafé, haben erstmal ein Eis gegessen und einen Cappuccino getrunken und nach einer halben Stunde ging neben uns ein Tor hoch und da war eine
kleine, winzige Autowerkstatt mit einer Hebebühne und einem Mechaniker, der aussah, als ob er die ganze Nacht unterm Auto gelegen hat. Und dann sind wir hin und Sprachkenntnisse war natürlich auch ein bisschen schwierig, aber er hat den BMW dann behalten. Und ich habe den BMW dann 1,5 Tage später abgeholt, mit einer neuen Kupplung versehen. Da ist mir eigentlich auch klar geworden, dass man selbst so ein Auto, was jetzt auch nicht mit Elektronik vollgestopft ist wie die heutigen Fahrzeuge, dass man das selbst in fernen Italien in einem Bergdorf noch Ersatzteile beschaffen konnte damals. Mittlerweile ist die Ersatzteillage ja sogar noch besser geworden, weil BMW das Modell ja relativ gut versorgt mit Neuteilen. Wir konnten den Urlaub dann einfach weiter verbringen und es war eigentlich jetzt kein großer Einbruch, außer dass man einmal in das Bergdorf fahren musste, um den Wagen wieder abzuholen. Das war eigentlich erst dramatisch, weil man gedacht hat, oh je, das war ganz am Anfang vom Urlaub, da denkt man immer, der Urlaub ist im Eimer. Es war eigentlich eine lustige Geschichte im Nachhinein. Ich habe mir noch einen zweiten Touring gekauft, den Knallorange. Und den habe ich restauriert vor ungefähr 6, 7 Jahren, muss es gewesen sein, bei mir in der Werkstatt. Ich habe ja mittlerweile auch eine Do-it-yourself-Werkstatt im Ofenwerk. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden und ich tausche dann manchmal die Autos und fahre dann mal ein halbes Jahr auch mit dem anderen Touring spazieren. Der ist noch auffallender, weil der ist quietsch-orange. Also auf Landstraßen macht der BMW sehr viel Spaß. Die Straßenlage ist wirklich sehr gut. Wobei ich einem Besitzer nicht empfehlen würde, was ich gemacht habe. Ich habe vor 10 Jahren habe ich ein Bildstein-Stoßdämpfer-Fahrwerk eingebaut. Also sehr harte Gasdruckdämpfer mit Originalfedern, die habe ich gelassen, das war auch gut so. Aber ich würde manchmal am liebsten mir einen Tag gönnen und die Dämpfer wieder tauschen gegen ein Öldruckfahrwerk, ein serienmäßiges von BMW, weil die Dämpfer zu hart sind für den Wagen. Also wenn einer interessiert ist, mit sowas vielleicht noch Oldtimer-Bergrennen zu fahren oder sowas, würde ich den Umbau nie empfehlen, weil das Auto eigentlich eher viel zu arg hüpft. Das ist viel zu leicht für diese harten Bildsteindämpfer. Also jetzt mal von der Technik gesehen her, würde verstärkte Öldruck reinbauen, das reicht vollkommen, da klebt das Auto auf der Straße, wenn man fährt. Bin ich selber erst drauf gekommen, richtig, weil ich eben bei dem zweiten Touring nämlich die serienverstärkten Öldruck rein habe und der Wagen fährt wie, als ob er am Boden klebt mit Saugnäpfen und der andere, der weiße, der hüpft im Extremfall eher ein bisschen über die Bodenwellen. Diese alten Autos sind eben laut beim Fahren. Benzinverbrauch ist beim BMW relativ moderat, also zwischen 8 und 9 Litern, wenn man zivilisiert fährt. Ansonsten sind die Wartungssachen sehr günstig und auch versicherungstechnisch kann man ihn als Oldtimer ja versichern. Hat dann auch die Möglichkeit, in Feinstaubzonen einzufahren, weil man jetzt ja im Nachhinein auf einmal festgestellt hat, dass diese ganz alten Autos auch gar nicht so schlechte Abgaswerte haben. Mittlerweile fahre ich allerdings nicht mehr im Winter bei Eis und Schnee, was ich jahrelang immer gemacht habe, weil ich zum Skifahren bin dann mit dem Auto. Dementsprechend sind natürlich auch ab und zu dann mal Korrosionsschäden zum Beheben gewesen, aber kann man ja alles reparieren. Dieses Modell ist relativ selten gebaut worden. Es gibt nur 25.000 Stück. Die Preise für die Anschaffung sind dementsprechend jetzt auch gestiegen in dem Oldtimer-Hype, wenn man es mal so nennen möchte, weil halt wenige gute BMWs, wenn überhaupt, noch vorhanden sind, die man sich richten kann oder im fertigen Zustand schon kaufen kann. Ist natürlich etwas dünner gesät. Dementsprechend ist auch Preisniveau höher als bei der Limousine. Insofern ist es eigentlich für jemanden, der sich gerne einen 02er BMW kaufen möchte, würde ich da Empfehlung ausstellen, sich so ein gutes Modell, also ein gut erhaltenes Modell zu suchen, weil erstens der Fahrspaß steht im Mittelpunkt. Das Auto hat eine sehr gute Straßenlage und es macht richtig Spaß, eigentlich auf engen Straßen und so weiter zu fahren. Schwierig ist natürlich der Rostbefall und wer das Auto vorher hatte, aber das ist ja bei jedem gebrauchten Wagen oder bei den Oldtimern ja auch immer ein Problem.